Hi, willkommen auf meinem Kanal. Ich melde mich heute mal kurz mit einem kleinen Video. Ich brauche neues Anzündholz. Das machen wir jetzt mal schnell. Und dann schneiden wir noch einen Robinienstamm, der schon weitestgehend trocken sein dürfte, auf Scheiben. Dazu habe ich schon mal ein bisschen was aufgebaut. Wir haben hier ein schönes Stück Kiefernholz, was sich super zum Anzünden eignet. Daneben das Stückchen ist auch noch irgendein Weichholz, keine Ahnung wovon das ist. Hatte ich mir auch mal auf Seite gelegt für Anzündholz. Robinie zum Beispiel ist weniger gut geeignet, weil das ein sehr faseriges, hartes Holz ist, was viel Sauerstoff braucht, um anzuzünden, weil es einfach auch so dicht ist. Ihr kennt ja meinen Reifentrick. Den Reifen um das Holz legen, um es zu spalten, damit nicht alles runterfällt. Jedoch passt der nicht um diesen Holzklotz. Das heißt, wir müssen ihn erstmal auf herkömmliche Art und Weise vierteln und dann machen wir den Rest klein. Dafür nehme ich hier diese kleine Axt. Von Grenzforce ist die kleine Spaltaxt. Die ist dafür super geeignet. Okay, jetzt kommt der Reifen zum Einsatz, nachdem wir die Stücke geviertelt haben. Jetzt passen sie wunderbar rein. Gucken, vielleicht sogar zwei jeweils. Jawohl. Na, passt noch ein drittes. Ja, super. Man muss halt auch immer ein bisschen Platz lassen, wenn man den Reifen knallvoll packt. Ja, den lassen wir raus. Dann es entstehen ja zusätzliche Hohlräume im Holz quasi und das presst das Ganze dann teilweise so in den Reifen, dass man es kaum noch rauskriegt. Also lieber ein bisschen Luft lassen. Der Hauklotz ist jetzt ein bisschen niedrig, deswegen breiter Stand, damit der Rücken relativ gerade ist und dann kann es losgehen. Noch geiler wäre es natürlich, den Reifen am Hauklotz zu montieren. Aber für jetzt mal eben die eine Fuhre muss es auch so gehen. Wenn ihr so kleines Holz spaltet und ihr habt Angst um eure Finger, Trick 1, natürlich mit wenig Kraft arbeiten, unten festhalten und oben leicht anticken und dann so arbeiten. Trick Nummer 2, Holz nehmen, festhalten
raubt ihr mehr Abstand zum Finger. Grundsätzlich gilt, je leichter das Holz ist oder weicher oder wie auch immer, desto größer können die Anzündstücke sein. Zum Beispiel bei Pappel könnt ihr quasi mit kompletten Holzscheiten das Feuer entfachen. Aber wenn ihr viel Pappelholz habt, dann ist es halt wie ein Strohfeuer, was ihr am Laufen haltet. Okay, das waren die beiden Knöpfe. Schaut mal, wie viel Holz das geworden ist. Ich finde es immer noch enorm. So eine Baumscheibe und das kleine Stück noch ist die ganze Kiste voll Anzündholz. Das Coole ist, die Kiste wiegt sehr wenig. Fast nichts, will ich fast sagen. Okay. Gerader Rücken. Kommen wir zu Teil 2. Die Winterzeit, Weihnachtszeit, Adventszeit steht bevor. Da wird immer gerne gebastelt. Und was bastelt man gerne? Zum Beispiel einen Adventskranz. Den kann man nicht nur aus so einem Tannenkranz, Nadelkranz machen, sondern eben auch aus einer Baumscheibe. Und dafür schneiden wir uns jetzt mal 2-3 Stück ab. Jetzt habe ich überlegt, wie mache ich es am besten? Ich habe hier dieses Stück Robinienholz. Ja, ich habe zwar diesen Klemmbock, aber für so ein massives Stück Holz ist er ein bisschen zu klein. Zumindest um ihn waagerecht da reinzuklemmen. Ich kann ihn höchstens hochkant einklemmen, aber mit der Säge parallel so einen Schnitt auszuführen, gut, vielleicht mit einem Parallelanschlag, das könnte gehen. Ja, mit einem Parallelanschlag wie mit meinem Sägewerk, was ich auch schon mal gemacht habe, wird es wohl gehen, aber mein Sägewerk ist natürlich jetzt auf große Stämme ausgelegt, dementsprechend unhandlich. Und ja, das wäre jetzt mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Mal gucken, vielleicht bastel ich mir da irgendwann noch mal eine Vorrichtung, dass das sauberer vonstatten geht. Für heute habe ich mir überlegt, ich nehme einfach hier diese 2 Stämmchen oder Äste und pack den dritten oben drauf, sodass ich darunter ein bisschen Platz habe, dass ich nicht in den Boden säge. Beziehungsweise, dass ich nicht irgendwann unten aufhören muss zu sägen und dann mir die Oberfläche von der Scheibe versaue, indem ich da nochmal neu ansetze oder von unten oder wie auch immer. Also, fangen wir es an. Zuerst habe ich gesehen, hier sind noch so ein paar Wucherungen an dem Stück Holz. Das werden wir erstmal wegschneiden. Das nutzen wir direkt dazu, dass die Säge ein bisschen sich warm laufen kann, bevor wir da reingehen. Wir haben hier einen Durchmesser von 40 bis 43 cm. Da ich einen sauberen Schnitt haben will, nehme ich die 462 mit der 50er Schiene, dass ich nicht irgendwo einen Versatz drin habe. 462 in der Sägeschale findet ihr in der Videobeschreibung. Super zur Aufbewahrung. Sehr leicht, nimmt sehr wenig Platz weg und könnt ihr sehen, ist schon immer gut ein bisschen Schmock drin.
Okay, das hat super geklappt. Ein paar Scheiben haben wir jetzt abgeschnitten. Jetzt wird das Ganze zu instabil. Deswegen habe ich diesen Spanngurt drum gemacht. Einfach einmal komplett unten rum um die Konstruktion. In der Hoffnung, dass das dann hält. Okay, das hat super geklappt. Wie ihr seht, komme ich jetzt hier an die Grenzen meiner Konstruktion. Das heißt, wir werden noch mal ein bisschen umbauen. Neu eingespannt. Jo, viele Scheiben kriegen wir jetzt nicht mehr raus. Vielleicht mache ich jetzt einfach in der Mitte durch. Dann habe ich noch zwei dicke. Ja, dann habe ich unterschiedliche Stärken. Dann kann man gucken, was man für was benutzt. Vielleicht fallen mir auch noch andere Bastelprojekte ein. Ach so, ich versuche auch, möglichst nicht mit dem Krallenanschlag an die Rinde zu kommen, um diese nicht zu beschädigen. Ich habe festgestellt, dass wenn man frisches Holz auf Scheiben schneidet, dann reißen die Scheiben halt schneller. Und jetzt, wenn man einen getrockneten Stamm auf Scheiben schneidet, dann fällt halt eher die Rinde ab, weil die irgendwie dann was poröser ist. Das nur als kleine Nebenbemerkung. Ja, hat echt gut geklappt. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Scheiben sind jetzt natürlich sägerau von der Vollmeißelkette. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Aber insgesamt sieht es doch schon sehr schön aus. Da werden wir jetzt mal die Oberfläche ein bisschen glätten. Das ist jetzt das letzte Stück, was übrig ist. Quasi das Endstück. Das habe ich mir jetzt doch nochmal eingespannt. Das ist ungefähr 10 cm stark. Aber wie ihr seht, haben wir hier genau den Fall, was ich eben angesprochen habe. Wenn die Sägeschiene kürzer ist oder wenn ihr einen Stechschnitt oder dergleichen macht, haben wir hier diesen Versatz drin auf der Rückseite. Ne? Also ich meine, die jetzt Vorderseite ist natürlich glatt abgeschnitten, aber hier in dem Bereich haben wir halt diese Riefen vom Stechschnitt. Hier sind auch irgendwelche Geschichten. Das heißt, wir werden jetzt nochmal versuchen, auch diese 10 cm Scheibe einfach nochmal hier ein Stück weit abzuschneiden, dass wir eine schöne Oberfläche haben. Denn in der Nachbearbeitung mit Schleifen etc. oder Hobeln, ich meine, Stirnholzhobeln ist sowieso immer so eine Sache für sich, aber mit Schleifen dauert es nachher unendlich lange, bis wir da ein ordentliches Ergebnis haben, eine ordentliche Oberfläche, anstatt einmal mit der Motorsäge sauber abzuschneiden. Mal gucken, ob das klappt.
gucken wir mal gemeinsam auf das Ergebnis. Ja, wie ihr seht, ne? Wir haben wirklich stellenweise nur ein Müh weggenommen. Also es hier ist wirklich eine Materialstärke unten im unteren Bereich von 1 mm. Ja. Das kann man locker brechen. Das heißt, wir haben wirklich das Minimum abgetragen und haben jetzt eine glatte, sägeraue, gleichmäßige Oberfläche. Ihr habt es beim Schneiden auch gesehen, ich versuche die Säge möglichst gleich durchzuführen, denn wenn wir den Krallenanschlag nutzen, zum einen, wie eben gesagt, beschädigen wir uns die Rinde, zum anderen sehen wir nachher das Schnittmuster, das heißt, die Riefen verlaufen einmal so und dann so. Ich versuche es relativ gleichmäßig durchzuführen, sodass das Ergebnis gleichmäßig aussieht. Im Keller angekommen, schleifen wir jetzt erstmal das Ganze ein bisschen. Wir gucken mal, wie plan die Nummer ist. Dazu eine kleine Wasserwaage. Ob wir da grobe Bäuche drin haben. Ja, so einen leichten Versatz von 1 bis maximal 2 mm kann man feststellen. Aber alles in allem ist es ziemlich plan. Gucken, ob ihr es sehen könnt. Nicht so. Ja, also ich bin schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Auch wenn man die Platte jetzt hinlegt, die wackelt kaum. Für Kettensägengenauigkeit auf jeden Fall ausreichend. Ich habe mir jetzt hier einen Exzenterschleifer geschnappt. Damit werde ich jetzt einmal über die Oberfläche gehen, weil die ist ja noch sehr rau. Und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis danach ist. Ich habe hier schon mal die Rinde grob abgepiddelt, weil das war eine der Scheiben, wo die Rinde sowieso abgefallen ist zum Teil. Und ja, halb und halb fand ich jetzt nicht so cool, dann habe ich sie ganz abgemacht. Können wir natürlich gleich noch mal ein bisschen nachgehen. Ist noch sehr faserig, ne? Das ist jetzt erstmal so das, was erst abgegangen ist. Okay, Gehörschutz auf. Und dann schmeißen wir mal das Schleifgerät ein. Okay. Das Ergebnis nach einem ersten schnellen Schleifen mit einer 120er Schleifscheibe ist: Die Oberfläche ist deutlich glatter. Die Riefen sind natürlich noch drin. Das hängt natürlich jetzt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir hier das härteste Holz haben, was es in Deutschland gibt. Robinienholz ist unfassbar hart, sehr schwer auch. Man sieht jetzt hier in dem Bereich schon so einen glatt geschliffenen Streifen, wie die Oberfläche später aussehen könnte, wenn wir hier diese Negativrillen quasi weggearbeitet haben. Es ist nur fraglich, ob das Schleifen die richtige Methode ist oder ob wir nicht was Gröberes brauchen, um das erstmal aufzuarbeiten. Wenn wir denn überhaupt so eine feine Oberflächenqualität erreichen wollen. Ich sag mal, wenn man so einen Adventskranz zum Beispiel bastelt, wo man die Scheibe auf den Tisch stellt, 4 Kerzen drauf macht und ein bisschen Deko, ist es ja eigentlich so auch schon ausreichend. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal an dieser Scheibe einfach mal mich ein bisschen ausprobieren. Das hier soll nachher die Oberfläche werden, also die Oberseite. Demzufolge das die Unterseite, weil hier haben wir auch so ein bisschen, ja, so eine unschöne Stelle, sage ich mal, dort. Deswegen versuchen wir uns jetzt mal an der Rückseite mit einer Lackfräse. Die habe ich mir mal gekauft für ein Projekt, und zwar für meine Treppe im Haus. Die habe ich komplett, das ist eine Holztreppe, so einzelne Stufen in einem Stahlgeländer, die mit Klarlack überzogen waren. Die habe ich komplett den Lack runtergenommen und abgeschliffen und danach geölt. Die sehen jetzt viel schöner aus. Vorher haben die halt so
total geglänzt und jetzt sehen die schön matt aus. Kann ich nur empfehlen. War eine Schweinearbeit, aber hat sich gelohnt und war auch nicht teuer im Endeffekt. Ne? Der Benefit ist, ich hatte die Freigabe, mir cooles Werkzeug zu kaufen. Grundsätzlich kaufe ich mir dann lieber gutes Werkzeug und mache es selber, wenn ich in Aussicht habe, dass ich es ordentlich hinkriege, als einen Handwerker zu beauftragen, der dann das 10-fache kostet wie das Werkzeug. Jetzt probieren wir es mal mit der Lackfräse, ob wir hier auch ein Ergebnis oder ein passables Ergebnis erreichen. Okay, zum einen, ich denke mal, Schutzbrille ist auf jeden Fall nicht schädlich. Und zum zweiten müssen wir die Fräse ein bisschen aggressiver stellen, sonst tragen wir einfach zu wenig ab oder gar nichts ab. Okay, jetzt sieht das Ergebnis so aus. Wir haben uns so ein paar Riefen reingeschnitten, aber die sind natürlich viel flacher als die ursprünglichen Sägeriefen. Sieht soweit schon mal ziemlich gut aus. In puncto Sägeriefen, hier ist noch so ein bisschen, aber so im Großen und Ganzen deutlich reduziert. Ich denke, jetzt gehen wir nochmal mit der Schleifmaschine drüber. Okay, das ist jetzt das Ergebnis nach der Lackfräse und einem Schleifvorgang. Das lässt sich auf jeden Fall schon echt gut sehen. Sieht sehr cool aus. Die Riefen sind nahezu komplett raus. Für die Unterseite würde ich da wirklich nicht mehr investieren. Ist noch die Frage, ob man die Unterseite überhaupt so schön macht. Aber es soll ja auch ein Test sein. Was ich mich jetzt wirklich frage ist, ob man das Ding nicht auch durch einen dicken Hobel durchjagen kann. Ich weiß nicht, wie das mit Stirnholz aussieht. Ja, Nachteil für mich ist jetzt, die Scheibe hat jetzt noch einen Durchmesser von 36 Zentimeter an der stärksten Stelle. Das ist ein bisschen zu viel. Also ich habe einen dicken Hobel, aber der geht nur bis, ich meine, 33 Zentimeter. Das heißt, selbst wenn wir jetzt nochmal das Splintholz außen komplett abnehmen, passt das nicht. Müssten wir die Scheibe kleiner für machen. Aber das können wir mal mit einer kleineren Scheibe einfach testen. Das heißt, für uns jetzt in diesem Fall geht es so weiter, wie wir jetzt gearbeitet haben. Wir können mal beide Seiten vergleichen. Das ist jetzt die Unterseite, die wir gerade gearbeitet haben. Und das ist die Oberseite, die wir bisher nur geschliffen haben. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so gut rüberkommt, aber in echt, wie meine Kinder sagen würden, ist der Unterschied schon sehr deutlich. Et voilà, da haben wir die Oberseite.
Diese Struktur hier, das ist im Holz. Das habe ich nicht verursacht. Ich habe jetzt noch ein gröberes Schleifpapier genommen, ein 40er. Aber ihr hört es auch. Es ist eigentlich sehr schön so für den Anwendungszweck, wie ich finde. Es muss ja gar nicht so spiegelglatt sein. Jetzt können wir uns überlegen, für einen Adventskranz hier mal 4 Punkte zu nehmen, wo wir dann kleine Vertiefungen für Kerzen anbringen. Für die Vertiefungen nutze ich diesen Kreisschneider. Den stelle ich jetzt einfach mal auf 10 cm ein. Ja, es gibt noch so eine Bohrspitze dafür. Die gibt natürlich mehr Führung, aber ich will ja jetzt keinen kompletten Kreis bohren, sondern nur Vertiefungen erzeugen. Das machen wir jetzt oder versuchen wir mit diesem Werkzeug. Okay, Kommando zurück. Ich habe von 10 auf 8 cm reduziert. 10 erschienen mir doch schon sehr groß. Und ich habe mir nochmal eine Kerze angeschaut. Die sind so die dickeren bei 7,5 cm. Also mit 8 cm liegen wir da ganz gut. Soll ja dann nachher nicht auch irgendwie komisch aussehen. Dann schmeißen wir jetzt mal die Bohrmaschine an. Ich verteile die Löcher einfach so ein bisschen Pi mal Daumen. Ich muss nur gucken, dass es 4 sind und nicht 5. Nachdem wir jetzt unsere Löcher soweit angerissen haben, arbeiten wir die jetzt mit der Oberfräse aus oder probieren das mal. Gucken, wie das Ergebnis wird. Okay, das ist das Ergebnis. Man kann sicherlich die Ränder mit einem Stechbeitel noch ein bisschen nacharbeiten, dass es noch ordentlicher ist. Aber ich finde, es muss auch gar nicht so mega industriemäßig aussehen. Es soll ja irgendwie handwerklich auch aussehen. Ja, wir haben jetzt noch so ein paar Brandlöcher, sage ich mal, wo das Holz heiß geworden ist. Da kann man jetzt nochmal mit Schmirgelpapier drüber gehen. Das ist nur die alleroberste Schicht. Dann ist das auch weg. Oder mit so einem Aufsatz für die Bohrmaschine oder so. Aber im Wesentlichen wäre es das jetzt schon, ne? Kann man da die Kerzen reinstellen und dann noch ein bisschen verzieren und dekorieren. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst mir bitte gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.